Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema: Löst das BRICS-Abkommen am 22. August die Rohstoff- und Goldaktienrallye aus? Disclaimer. Zero Hedge schreibt heute über das anstehende BRICS-Treffen, das es in gut einer Woche am Dienstag, den 22. Woche am Dienstag, den 22. August stattfinden. Link in der Beschreibung. Dabei geht es um das sogenannte Durban-Abkommen. Beim Durban-Abkommen handelt es sich um eine Vereinbarung, die voraussichtlich am 22. August bekannt gegeben wird, um eine neue, durch Rohstoff gedeckte internationale Währung einzuführen. Gestützt durch die Rohstoffe ist wichtig, weil es für eine neue Währung der einfachste Weg ist, an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Allein die Bestätigung eines solchen Abkommens könnte ein wichtiger Auslöser für die Aufwertung von Gold und Silber und Rohstoffe allgemein sein, als auch für die Abwertung des US-Dollar. Junior Penny Goldaktien stehen bereits in den Startlöchern und warten nur darauf, endlich freigelassen zu werden. Und was wäre nicht passender als die Meldung, die weltweit für Aufsehen sorgen würde? Dabei reicht es aus, wenn die BRICS-Staaten durch eine physische Werte hinterlegte Währung berichten bzw. verhandeln würden, was sicher einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Denn sie werden nach unserer Auffassung den Dollar nicht direkt so angreifen, dass er quasi sofort pulverisiert wird. Im Übrigen begann die letzte Silberrallye am Dienstag, den 24. August 2010 und katapultierte Silber von 17,75 auf knapp 50 in 8 Monaten, wobei das Goldaktienhoch bereits nach 4 bis 5 Monaten erreicht war. Bis heute ist Silber von diesem Hoch noch immer mehr als 100% entfernt, Gold hingegen nicht. Ja, hier nochmal das Silberchart. Auch das hat insgesamt vermutlich den Boden mittlerweile jetzt endlich mal gefunden. Ich denke mal, es ist eigentlich jetzt genügend aufgebaut, damit der nächste Spike sozusagen passieren kann. Hier sehen Sie da diesen Ausbruch vom 24. August 2010, wie das dann läuft. In zwei primäre Spikes ist es sozusagen gelaufen. Und wichtig ist auch noch zu wissen, dass damals bei 32 die Überbewertung von Goldaktien im Vergleich zu Silber im Wesentlichen abgebaut worden ist. Also nicht erst an der Spitze, sondern Goldaktien waren sozusagen nur bis zum 32 interessant. Wir haben ja einen gewissen Wert errichtet, dass die Goldaktien und Silberaktien sich maximal aufblähen haben auf den kommenden Wert von 42 Vermutlich wird Silber diesmal auch das Allzeithoch knacken. Vielleicht Uno steigt es auf 55 $, 58. Aber bei 42 haben eigentlich sind die Goldaktien, ist die Unterbewertung Gold- und Silberaktien komplett gegenüber Silber abgebaut. Das muss man sich bewusst sein. Obwohl es natürlich dann eine ganze eigene Dynamik haben, dann mag es da bei einigen verschiedenen Goldaktien Megaspitzen geben und es noch weitergehen. Aber das ist ja nur ein schematisches Herangehen. Wann sind Goldaktien billig und wann sind sie teuer? Und das war eben damals schon beim ersten Silberspike schon ab Silber 32 was keiner weiß. Realität ist, die Leute steigen, sagen sich, Goldaktien, Silberaktien sind ein Hebel, steigen in diese Spitze ein. Das ist einfach so. Und was sie bekommen haben, ist ein jahrelanger Bärenmarkt und ein noch viel schlimmerer Gold- und Silberaktienbärenmarkt. So sieht das einfach aus. Und die Situation ist einfach heute anders. Wir sind hier nicht überbewertet in keinster Art und Weise, sondern wir stehen eigentlich hier vor dieser Ausbruchssituation 2010. Das denke ich mal, kommt jetzt. Ja, Projektgenerator aus Finnland und Schweden, die mit teilweise sehr große Goldmessungen hier, 617 Gramm pro Tonne auf ihrem 18.000 Hektar Projekt in Finnland, ist einfach enorm. Insgesamt haben sie derzeitig 1 Million Unzen Gold identifiziert, hochgradiges Gold. Und auch in Schweden ist hochgradiges Gold zu finden. Also im Umkreis von 22 Kilometern um das Projekt wurden mehr als 7 Millionen
Unzen Gold gefordert, hohe Gehalte bei Esbo, historische Goldmine Boliden. Die haben eine historische Produktion von 4 Millionen Unzen hochgradiges Gold, 15 Gramm pro Tonne, die sich etwa 22 Kilometer südwestlich befinden. Da sehen Sie, in was für einer guten Region das liegt. Es ist eben auch unheimlich interessant. Es ist ein sehr gutes Rechtsgebiet mit Finnland und Schweden, hochgradig. Auch eben das Chart hat eindeutig meines Erachtens den Boden gefunden. Und Sie sehen ja auch selbst, wie diese Goldaktie im letzten Goldaktienboom reagiert hat. Hier ging es dann von 10 Cent auf 50 Cent hoch, mal eben so ein Fünfbäcker. Und wir hoffen natürlich dann, wenn jetzt der Goldaktienmarkt anspricht, dass eben zumindest das alte Hoch schnell erreicht ist. Und dann ist natürlich auch über vielleicht in Richtung 1 Dollar oder mehr gehen könnte. Das ist das Interessante an der Geschichte. Ja, Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar auf 8500. Das sagen eigentlich die Charts, wenn man das mit 1970 vergleicht, denn da ist nach einer Korrektur, die alle eigentlich die Lust auf Gold und Goldaktien verdorben hat, danach ist dann Gold von 200 Dollar auf 850 Dollar gestiegen. Meiner Meinung nach absolut identisch wie jetzt. Wir haben ja eben also Sie müssen es ja so sehen, das waren ja damals quasi 200 Dollar. Eigentlich passiert eigentlich alles nur mit einer Null mehr. Und das könnte man jetzt assoziieren mit 208 Dollar. Bei uns wäre das alte Hoch, 2080 Dollar. Und das ist dann auch ordentlich korrigiert. Genau wie jetzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt eine Vervierfachung des Goldpreises ansteht, aber ich denke, es soll doch diese Drückung, die wir aktuell erleben, die Lust und Laune auf Gold und Silber und Goldaktien wegzumachen sozusagen. Ähm, Weil schauen Sie sich diese damaligen Goldaktien-Performance an. Hier ging es auf 5 oder 10 oder 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar. Unvorstellbar, aus 1000 Dollar konnte man 100, 200, 300.000 haben. Ist klar, dass die nicht unbedingt möchten, dass man damit bei ist und vielleicht möglicherweise ähnliche ähm, Gewinne erzielen kann. Trotzdem ist es dieselbe Chartsituation. Es könnte so kommen, dass in einem guten Jahr, vielleicht weil alles ein bisschen nach hinten verzögert ist, kann das dann mehrere Jahre dauern, möglich. Ähm, Gut, wir selbst kalkulieren nicht mit 8.500 Dollar, sondern was die Statisten sagen, die Top-Statisten, die sagen 2.400, 2.500 Silber irgendwo 40 bis 50 Dollar. Nichtsdestoweniger, weil die Goldaktien heutzutage wesentlich tiefer oder weil es überhaupt heute Derivate gibt, mit Hilfe der Derivate total runtergedrückt worden sind, reicht vielleicht dieser moderate Anstieg um 500, 600 Dollar bei Gold schon einfach reicht, um auch eine ähnlich vergleichbare Silberaktien-Mania herzustellen wie in den 1970er Jahren. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Eben der moderate Anstieg auf Gold 2500. Schauen Sie sich die letzten Rallyes an. Das ist die von 2016. Da stieg Gold um 30% von 1050 auf 1360. Und ja, und diese Aktie stieg hier vom 41 Cent auf 41 Dollar, hat sich also verhundertfacht. Und damit ist die Goldaktie eigentlich 350 Mal mehr gestiegen als Gold selbst. Also 10.000% versus 30% sind 350 Mal besser. Einfach unvorstellbar meiner Meinung, aber man muss es eben teilen können. Man muss eben vor der Eruption drin sein und man muss ein Gespür haben, wenn dieser Boom vorbei ist. Also überspitzt kann man auch sagen, also hätte man damals 2016 im Januar und Dezember 2015 eine Unze Gold diese Aktien gekauft und ein halbes Jahr später verkauft, hätte man Erlöse haben können, also 107.625 Dollar. Ich habe es mal ausgerechnet, das entspricht dem damaligen Preis von 79 Unzen. Also man hätte mit dem Investment in Goldaktien aus einer Unze 79 Unzen generiert. Dasselbe gilt auch für den Corona-Bullenmarkt hier von 2020. Ging es von 2 Cent für die Aktie auf 40 Cent hoch. Das heißt 2000%. Auch das ist fast 100 Mal besser als der Anstieg des Goldpreises. Muss man sich einfach mal aus der Zunge zergehen lassen. Ja,
meiner Meinung, die ganz große Show werden meines Erachtens die Gold- und Silberaktien haben und während Gold und Silber eigentlich für die Masse kaum merkbar ansteigt. Es wird keinen interessieren, wenn Gold sich irgendwo auf 2, 3, 2500 oder so einpendelt. Ja, immer noch eine extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Auf der rechten Seite ist Goldaktien Goldchart. Da sehen Sie, da sind wir seit 96 im Bärenmarkt. Jetzt sind wir in den Bodenformationen, haben wir aufgebaut. Das kann nicht weiter sinken, aber es kann eben diese Entladungseruption, auf die viele ja schon hinweisen, dann Goldaktien kommen. Das führt zu einem unglaublichen Anstieg der Penny-Gold-Aktien. Das kann passieren. Und auf der linken Seite sind sogenannte Union-Explorationswerte mit Majors. Vergleich, auch da ist ein enormes Bewertungsgap. Das kann auch urplötzlich, wie zum Beispiel hier 2002, 2003, abgebaut werden oder auch eben hier wie 2011. Wenn das unter das Gap abgebaut ist, dann ist es nicht mehr so eine gute Idee, auch generell in Goldaktien zu sein. Das ist auch ein Indikator, wann verlassen wir diesen Goldaktien. Ja, wie hätte man 1970 einen Goldaktienbullmarkt optimal gespielt? Ja, einfach ein paar Gold- und Silberaktien kaufen, liegen lassen, weiterkaufen, bis eben die Eruption kommt, die meiner Meinung nach damals unausweichlich war, auch heute unausweichlich ist. Und dann, wenn wirklich Euphorie und jeder sich für Gold interessiert und so ist es Zeit zu verkaufen, die Assetklasse zu wechseln. 1980 wäre es eben sehr günstig gewesen, hätte man einfach dann die Gewinne genommen und hätte es einfach in Topfonds wie Berkshire Hathaway gestiegen. Berkshire Hathaway stieg dann also von Warren Buffett das Unternehmen von $350 auf $80.000 und andere Topfonds haben auch derartig performt oder auch absolute Top-Aktien. Ja, das heißt, aus $50 wären vielleicht eine mit Verhundertfachung in Goldaktien und hätte man dann erfolgreich verkauft und gewechselt in Standardaktien wie Berkshire Hathaway, hätte man dann danach 228-fach steigern können. Das heißt, es gibt dann, also bis 1990, das gibt dann also 1 Million Dollar aus $50. Wie gesagt, das ist der Blick in die Vergangenheit, erstmal völlig ohne Bewertung. Nur wir glauben, gewisse Ähnlichkeiten gibt es schon und das ist vielleicht hilfreich, diese Art von Denkweise auch für mit der Zukunft fertig zu werden. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, irgendwann Goldaktien werden teuer, werden sich das Risiko nimmt auf allen Seiten zu, die produzierenden Staaten werden sich möglicherweise an den Assets vergreifen, extra Steuern, Verstaatlichung. Also wir müssen im Wesentlichen im Vorfeld raus. Noch freuen sich diese Staaten darüber, es bringt einfach extra Steuereinnahmen, mehr politische und soziale Stabilität und so weiter und so weiter. Ähm, ja, das ändert sich, bis die westlichen Währungen eben kaum noch Wert haben, bis dann die große Abverkauf kommt. Und dann wird das große Hurra ins Gold gehen. Das ist jetzt schon absehbar. Aber momentan wird so noch nicht gedacht. Deswegen, und das versuchen wir genau zu teilen. Das ist ja das Bewusstsein, das kommt, dass sich Neue einstellt, kommt durch das Sein. Wenn dann tatsächlich die Währung erodiert ist, ja, dann wird Gold und Silber als wertvoll angesehen. Ja, wir steuern vermutlich auf einen ökonomischen Tiefpunkt zu, sprich ein Gold hoch. Damals 1980 waren es $850 Gold und auch der Dow Jones war bei 1:1. Das heißt, der Dow Jones müsste, um dasselbe zu erreichen, um 95% an Wert verlieren. Das wollen wir erstmal sehen, wie das läuft. Aber die Statistiken geben es her, deswegen erzählen wir das auch hier. Auch war es möglich, 1980 für 500 Unzen Silber ein Haus zu kaufen, ein Standardhaus. Ähm, Beziehungsweise, was jetzt kommt, nach der Logik würden also 200 bis 300 Unzen reichen, also die Hälfte davon, um ein Standardhaus zu kriegen. Gut, das muss man tatsächlich abwarten, wie es kommt, aber das sind die Herleitungen aus der Vergangenheit. Ja, Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Also wir müssen einfach sehen, dass wir jetzt maximal in der Inflationsdynamik partizipieren und dann eben auch äh, die allgemeine wirtschaftliche Erholung von extremen Tiefen, auch Kurstiefen, ähm, nach diesem Inflationsexzess. Also das muss man quasi multiplizieren. Wie machen wir das am besten? Wir nehmen vielleicht, damals waren es irgendwie $50, heute sind sie $200, ungefähr kaufkraftmäßig kommt das hin mit 1978.
Sie investieren in verschiedene Aktien, die dann vielleicht bestenfalls um das 25-fache hochgehen oder durchschnittlich könnte ich sagen. Kaufen davon zum Beispiel mehr Gold und Silber. Das sind aber noch nicht Maximalwerte, die Maximalwerte, die es dann gibt. Die sind vielleicht 2500 oder 40 bis 50 Dollar. Das heißt, die haben noch Raum zu steigen auf eben 8000 und 300 Dollar. Das ist mit der 4 angedeutet, aber wenn diese Maximalwerte erreicht werden, muss man diesen Markt verlassen. Dann muss man eben Einkommen produzierende Asset machen. Wir müssen uns den Aktienmarkt sehen, was ist davon übrig geblieben. Wir müssen uns Top-Fonds ansehen, was ist davon übrig geblieben. Ja, oder Einkommen generierende Assets wie auch eben wie Mietimmobilien oder auch ganze kleine Firmen. Das wird man sehen. Jedenfalls nach dieser Logik, wenn Sie jetzt 200 Dollar einsetzen und dann in Goldaktien investieren und dann in mehr Gold, davon Gold kaufen und dann reinvestieren, würde dann so in circa 15 Jahren 1 Million heutige Kaufkraft geben. Und das Schöne ist, man kann ja verschiedene, ich nenne das Ereignisinvestmentketten oder Investmentketten, Ereignisketten. Man kann ja theoretisch jede Woche oder jede Woche zwei solche Ketten, sprich verschiedene Goldaktien oder auch andere Investitionen tätigen, die, sage ich mal, diese Eruption und Wellen und so weiter berücksichtigen. Und das macht eben die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man mit einigen dieser Ereignisketten sozusagen erfolgreich wird. Das ist die Grundidee dahinter. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, nach Risiko zuordnen, Potenzialfaktor zu errechnen. Einen Portfoliovorschlag kann ich Ihnen auch erstellen, wenn es für Sie interessant ist. Finden Sie alles im Anhang im YouTube-Video. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen, einfach überweisen, ohne Mindestinvestitionsumschwung ist das im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist der Verkauf von Brokern. Ich arbeite beispielsweise in Deutschland mit FlatEx DEGIRO und in der Schweiz Swissquote. Ist halt wichtig, dass man auch an den Heimatbörsen, und das ist ja meistens der Toronto Stock Exchange, auch tatsächlich kaufen kann. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch die Glocke betätigen oder das Like betätigen. Das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.